Hallo und herzlich willkommen auf Rabias Kitchen. Ich habe in diesem Video für euch einen schnell gemachten und super leckeren Rhabarber-Blechkuchen. Verfeinert habe ich das Ganze noch mit ein bisschen Streusel. Kommen wir direkt zu der Zubereitung. Als erstes benötigen wir natürlich Rhabarber. Den muss man natürlich erst waschen und den natürlich auch schälen. Einfach mit dem Messer oben anfangen und dann die Schale abziehen. Nach dem Schälen schneide ich den nochmal in kleine Stücke. Gebe den Saft einer halben Zitrone dazu und ca. 1 bis 2 Esslöffel Zucker. Das Ganze einmal kurz durchrühren und kurz beiseite stellen. In meiner Rührschüssel habe ich jetzt hier weiche Butter, Vanillezucker und Zucker. Das Ganze wird jetzt einmal ca. 2 Minuten miteinander vermischt. Ich löse ganz kurz nochmal vom Rand mit dem Teigschaber die Butter und lasse das Ganze nochmal kurz durchrühren. Wenn sich der Zucker mit der Butter verbunden hat, könnt ihr dann langsam die Eier hinzufügen. Jedes Ei sollte so circa 30 Sekunden lang eingerührt werden. Da die Butter Zimmertemperatur bei mir hatte, sollten die Eier ebenfalls auf Zimmertemperatur sein. Dazu kommt noch der Saft einer halben Zitrone. Mehl und Backpulver habe ich miteinander vermischt und das gebe ich jetzt nach und nach zu der Buttermischung im Wechsel mit der Milch. Die Küchenmaschine habe ich übrigens auf niedrigster Stufe gestellt und das wird jetzt, wie gesagt, im Wechsel einmal Milch, einmal Mehl, einmal Milch, einmal Mehl langsam hinzugefügt, bis das komplette Mehl eingearbeitet ist. Sobald das Mehl komplett untergehoben ist, bitte nicht mehr allzu lange rumrühren, also zügig unterheben. Wer mag, kann an dieser Stelle noch weiße Choco-Chunks hinzufügen. Ich habe sie später hinzugefügt. Der Teig ist jetzt fertig und der kommt jetzt auf ein Backblech, 30 x 40 cm. Das Backblech habe ich mit Backpapier ausgekleidet und da wird jetzt der Teig gleichmäßig drauf verteilt. Dann wird der Rhabarber auf den Teig drauf verteilt. Achtet bitte darauf, wenn ihr den Rhabarber drauf macht, dass ihr nicht den Saft aus der Schüssel mit auf den Teig schüttet. Bevor der Kuchen in den Backofen kommt, machen wir noch die Streusel. Dazu benötigen wir Butter, Mandeln, gemahlene Mandeln, Mehl und Zucker. Das wird jetzt zu Streuseln verarbeitet, einfach mit den Fingern bzw. Fingerspitzen das Ganze zu Streuseln verarbeiten. Die Streusel gebe ich jetzt ebenfalls auf den Kuchen oben drauf. Hier muss ich jetzt nochmal erwähnen, jetzt könnt ihr auch nochmal eventuell, wenn ihr mögt, Schokochunks machen oder Schokotröpfchen, weiße oder dunkle. Ich habe sie jetzt leider vergessen und dann im Nachhinein gemacht. Das war aber nicht so eine dolle Idee, da die Schokochunks, wenn sie oben, ganz oben drauf sind, wie ich das jetzt hier mache, leicht braun werden. Also lieber unter den Streuseln bzw. unter dem Rhabarber oder mit im Teig unterheben. Das Ganze kommt dann in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 30 bis 35 Minuten. Wenn der Kuchen dann goldgelb gebacken ist, könnt ihr den komplett auskühlen lassen, etwas Puderzucker drüber stäuben und dann endlich servieren. Der ist mega saftig, mega lecker. Die Rezeptangaben schreibe ich euch wie immer unter dem Video in der Beschreibung. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!